Welches Z890 Mainboard bietet wirklich die sinnvollste Ausstattung? Und wo zahlt ihr vor allem für Extras? Wir gehen die 5 Modelle von Platz 5 bis zum Sieger durch. Auf Platz 5 landet das TUF. Das klingt erstmal härter als es ist, denn grundsätzlich bekommt ihr hier ein solides Z890 Board mit moderner Plattform, schneller Speicheranbindung und ziemlich vielen klassischen Erweiterungssteckplätzen. Besonders interessant ist es, wenn ihr neben der Grafikkarte noch weitere PCIe-Karten einsetzen wollt. 4 M.2 Steckplätze reichen für die meisten Systeme ebenfalls locker aus. Dazu kommen Wi-Fi 7, Bluetooth 5.4 und ein guter ALC 1220p Audio-Codec. Für einen normalen Gaming-PC fehlt hier also nichts Grundlegendes. Aber genau beim direkten Vergleich wird sichtbar, warum es nur Platz 5 ist. Das LAN schafft 2,5 Gigabit pro Sekunde, Thunderbolt 4 gibt es nur einmal und auch nur einer der M.2 Steckplätze arbeitet mit PCIe 5.0. Dazu kommen lediglich 8 USB-Anschlüsse auf der Rückseite. Das ist kein Dealbreaker, aber die stärkeren Boards bieten einfach mehr Reserven. Wenn ihr ein unkompliziertes Board mit vielen klassischen Erweiterungssteckplätzen sucht, passt das TUF durchaus. Wer aber mehr Wert auf schnelle externe Anschlüsse und eine stärkere Gesamtanbindung legt, sollte sich das nächste Modell ansehen. Links zu allen Mainboards aus diesem Vergleich zum besten Preis findet ihr in der Videobeschreibung. Auf Platz 4 steht das Aorus Elite Ice. Und hier ist sofort klar, für wen dieses Board besonders interessant ist. Wenn ihr einen hellen oder komplett weißen PC baut, passt das Design deutlich besser als bei den meisten anderen Modellen in diesem Vergleich. Technisch steht das Aorus solide da. 4 M.2 Steckplätze, PCIe 5.0 für die Grafikkarte, Wi-Fi 7 und ein ALC 1220 Audio-Codec decken die wichtigen Bereiche ab. Dazu kommt Thunderbolt 4. Im Alltag heißt das, für einen starken Gaming-PC habt ihr genügend schnelle Speicher- und Anschlussmöglichkeiten. Das klingt gut, aber im Vergleich zum Tomahawk, Nova oder Strix fehlt etwas Tiefe bei der Ausstattung. Das LAN bleibt bei 2,5 Gigabit pro Sekunde, Thunderbolt gibt es nur einmal und 4 der rückseitigen USB-Anschlüsse arbeiten nur mit USB 2.0 Geschwindigkeit. Auch hier unterstützt nur ein M.2 Steckplatz PCIe 5.0. Wenn euch das weiße Design wichtig ist und ihr keine extreme Anschlussausstattung braucht, ist das Aorus eine interessante Wahl. Wer mehr Wert auf Netzwerk und externe Hochgeschwindigkeitsanschlüsse legt, landet beim nächsten Board. Wenn euch dieser Vergleich hilft, lasst gerne ein Like da und abonniert den Kanal. Platz 3 geht an das Tomahawk. Für mich ist hier vor allem die Balance interessant. Das Board versucht nicht möglichst viele Spezialfunktionen unterzubringen, sondern deckt die wichtigen Bereiche ziemlich gleichmäßig ab. Der größte Sprung gegenüber den beiden vorherigen Modellen liegt bei der Verbindung nach außen. Ihr bekommt 5 Gigabit pro Sekunde LAN und gleich 2 Thunderbolt 4 Anschlüsse. Dazu kommen Wi-Fi 7, 4 M.2 Steckplätze und 2 zusätzliche PCIe Steckplätze mit bis zu 4 Datenleitungen. Auch die Diagnoseanzeige ist praktisch, wenn beim Aufbau einmal etwas nicht startet. Der Schwachpunkt liegt beim internen Speicher. 4 M.2 Steckplätze sind ordentlich, aber Nova und Strix bieten deutlich mehr. Und auch beim Tomahawk unterstützt nur einer davon PCIe 5.0. Beim Audio liegt der ALC 1220p außerdem unter den moderneren Lösungen der beiden Spitzenmodelle. Wenn ihr einfach ein stark ausgestattetes Z890 Board ohne extreme Zusatzfunktion sucht, wirkt das Tomahawk sehr ausgewogen. Aber ab jetzt wird es deutlich luxuriöser, denn auf Platz 2 wartet ein Board mit 6 M.2 Steckplätzen und gleich 2 Netzwerkanschlüssen. Auf Platz 2 steht das Nova. Und genau hier wird der Unterschied zu den klassischen Gaming-Boards ziemlich deutlich. Dieses Modell wirkt stärker auf Nutzer zugeschnitten, die sehr viele Laufwerke, schnelle Netzwerkverbindungen und reichlich Anschlussreserven brauchen. 6 M.2 Steckplätze sind ein starkes Argument. Dazu kommen 2 LAN-Anschlüsse mit 5 und 2,5 Gigabit pro Sekunde, Wi-Fi 7 sowie 2 Thunderbolt 4 Anschlüsse. Auch die Spannungsversorgung mit 20 plus 1 plus 2 plus 1 plus 1 Phasen ist sehr kräftig ausgelegt.
Wer viele schnelle SSDs einbauen oder das System auch für anspruchsvollere Aufgaben nutzen möchte, bekommt hier enorm viel Spielraum. Aber auch dieses Board hat Grenzen. Nur einer der 6 M.2 Steckplätze unterstützt direkt PCIe 5.0. Außerdem gibt es eine Ressourceneinteilung. Wenn ihr den zweiten PCIe-Steckplatz verwendet, wird einer der M.2 Steckplätze deaktiviert. Das muss man bei einem voll ausgebauten System einfach vorher wissen. Wenn ihr viele Laufwerke und besonders flexible Netzwerkanbindung braucht, ist das Nova sogar für manche Nutzer interessanter als unser Platz 1. Der Gesamtsieger setzt aber noch einen drauf, vor allem bei PCIe 5.0 SSDs und der gesamten Anschlussausstattung. Auf Platz 1 landet das Strix. Der Grund ist nicht eine einzelne Funktion, sondern die Summe der Ausstattung. Von allen 5 Boards bietet es die größten Reserven, wenn ihr ein System plant, das später noch deutlich wachsen soll. 7 M.2 Steckplätze sind schon ungewöhnlich viel und gleich 3 davon unterstützen PCIe 5.0. Dazu kommen 5 Gigabit pro Sekunde LAN, Wi-Fi 7 und 2 Thunderbolt 4 Anschlüsse. Auch bei USB ist das Board besonders stark aufgestellt. Und mit dem ALC 4080 plus separatem Verstärker bekommt ihr die aufwendigste integrierte Audiolösung in diesem Vergleich. Natürlich hat auch das Strix einen Haken. Neben dem Hauptsteckplatz für die Grafikkarte gibt es nur einen weiteren PCIe-Erweiterungssteckplatz. Und wer nur eine der 2 SSDs einsetzt, nutzt einen großen Teil dieser Ausstattung schlicht nicht. Mehr Funktionen sind eben nur dann besser, wenn ihr sie auch wirklich braucht. Wenn ihr aber ein Z890-System mit sehr vielen schnellen SSDs, starker Netzwerkverbindung und möglichst umfangreichen Anschlüssen aufbauen wollt, ist das Strix in dieser Gruppe die kompletteste Lösung. Die Links zu den Top-Modellen aus diesem Vergleich findet ihr direkt unten in der Videobeschreibung. Wenn euch das Video geholfen hat, lasst ein Like da und abonniert den Kanal für weitere Vergleiche.